Willkommen zurück, Freunde, zu Tales of Arise mit einer neuen Ausgabe von Danaische Schwertkampfkunst. Tell me, Alphen, wherever did you learn how to wield a sword? I was wondering the same thing too, actually. I'm guessing you knew how to fight before you met the Crimson Crows, right? I used to be a soldier who served a Danon master. I never saw the guy's face, but I still fought for him because he was my employer. Looking back, it wasn't all that different from being a slave. A Danon master? That must have been before the Renans brought you to Lenegis 300 years ago. You must fight using real Danon techniques then. Really? We used to have our own sword arts? There's a lot of our own history we've lost since the Renans first invaded. It's not all magic and art. I'm sure it includes things like sword styles too. It's incredible and also a little surreal to see those arts still survive after all this time. Not only that, but I first learned these moves while serving one ruler, only to end up turning my sword on the ruling class altogether. Pretty ironic when you think about it. I apologize if I dredged up unfortunate memories for you. Nah, we're good. It's in the past now. All we ever did in those days was stir up trouble. You're using those skills for a good cause now. It's not all bad. I suppose this is what people mean when they say that every cloud has its silver lining. Exactly. He's using those sword skills to make the world better. Could be a lot worse. True enough. I will stop worrying about mentioning it then. Vielleicht auch besser so. Nun gut, Freunde, letzte Folge war ja ziemlich was los hier. Ich meine, man sieht es im Hintergrund schon, was da alles noch von Lenegis aus auf uns herabgerechnet wurde und währenddessen unseren Planeten, so wie es aussieht, aushöhlt bzw. ihres Manas beraubt. Ja, Dana wird jetzt direkt das Mana entzogen und das müssen wir natürlich irgendwie verhindern. Jetzt haben wir hier offenbar einen Weg gefunden, der von Gareth-Haros, Moment, vor allem Ganaf-Haros eben, von Ganaf-Haros zurück in die anderen Gebiete da führt. Weil wir erinnern uns noch ganz früher, und bei der ersten Staffel und so war es so, dass wir Ganaf-Haros ja nur über die Weltmeere, sprich über ein Schiff erreichen konnten, was wir aktuell nicht mehr haben. Deswegen kommen wir momentan hier gar nicht weg. Wir hoffen, mit diesem Weg würden wir wieder in Syslodia landen, irgendwann. Wird zumindest ganz schön. This place is rather gloomy. Why don't you lighten the mood for us while we're here then? I'll see what I can do. Wohlwollens Anhänger, geht schon mal gut los. No wonder we couldn't manage to find them. They've been holed up here all this time, hiding. The remnants of Volron's forces. You think they were planning an ambush on Pelagian? Possibly. Then again, knowing how blind their devotion is, maybe they were just waiting. Waiting? For Volron, you mean? Even though we already defeated him? But yes, I suppose you're right. For these guys, that would just be a technicality. They act more like worshippers than subjects. They're probably still in denial that he was overthrown in the first place. Either that, or they were biding their time until the next crown contest. Either way, their allegiance is to their lord. Who they're convinced and expectant will return. So in the meantime, they wait patiently in preparation for the day that he finally does. That's way more than just loyalty. It's no less than total subjugation. Tja dann, halten wir jetzt mal auf, wa? Bin gespannt, wie lange das jetzt hier noch dauern wird. Bis wir wieder in Syslodia landen. Ah, stimmt, ich wollte offscreen eigentlich mal noch ein bisschen leveln, wa? Ja, gut, machen wir später, komm. Bin ich wirklich zu schwach für die Viecher? Nee, ich bin zu stark, okay. Sehen sie jetzt gerade so aus? And I'll stop your life! Und den ersten bitte! Rising Phoenix! Ups. Thanks, Shion. Hat man noch geheilt oder was? So sieht's aus. Ja, Elfens Moves zum Teil schon ein bisschen krass.
Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich bald wieder mal meine Moves ein bisschen anpassen waren und austauschen und so. Und FPS ja auch, wieder mal ein bisschen einsetzen. You've noticed it, haven't you? Notice what? I'm referring to Shion. I never thought you, of all people, would come to me about her. Yes, well, what concerns me has more to do with what machinations may be currently unfolding in secret on Lenegus as we make our way along this tunnel. And you're saying it's related to Shion in some way? Perhaps. She believed there was a good possibility that the Renis Alma may free her from her thorns. One would think after losing the Renis Alma, she would be more dismayed, and yet she isn't. Why? There's also the matter of the power that she inherited from... You heard what she said. She didn't know about the Maiden's power. Mere ignorance does not preclude her deep connection to the events unfolding around us. You recall when her thorns went rampant in Castle Delpharis. I've never seen dark astral energy manifest in such a way. I thought you said all Renans had dark astral energy inside of them. Correct. However, what Shion exhibited was far beyond what any ordinary citizen could ever possibly possess. And let me be clear. I do not intend to cast doubt on Shion, or her motives. Nevertheless, I cannot shake the feeling that there's more to all of this than what we currently know. Do you disagree? Ich stimme du ihm schon zu. Die Frage ist halt, wie viel davon weiß Shione auch nicht und was will sie uns bewusst nicht erzählen. Da kommen wir sogar nicht mit Italiener durchquetschen. Hat keinen Sinn, ey. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist Fähigkeit Matrix. Viele FP-Punkte, die ich eben bald einsetzen werde, keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich habe bloß aktuell keinen Bock drauf. Und zwar wäre aktuell sogar nicht nötig, also von dem her. Fluchbrecher, okay. Das startet mich irritiert ein bisschen, dass die Viecher so schwach sind. Phoenix Cyclone! Ja, so schnell kann's gehen. Don't get careless. It's obvious that people used to go through here in order to get to the other realms. You think Yep. Volron really did seal it off to keep it hidden then? Seems like it. Those soldiers we encountered might have known about it and chosen to hide out here. But with the entrance collapsed and exposed, they must have been forced to come out of hiding. Also Wohlrandwachen sehe ich ja keine, ich sehe bloß ein paar Viecher. And I'll stop your life! Ja, zum Teil haben sie schon coole Sprüche auf Lager. Achso, ich dachte, der wäre down. Wo ist er? Ist schon der da vorne, ernsthaft? Die sind sehr schwach, die Viecher. Deswegen kriege ich auch keine Erfahrungspunkte mehr oder kaum welche. Phoenix Cyclone! Ja, mach eigentlich Elfens kommen, die sind schon cool. Ja, vielleicht gibt es mittlerweile auch noch wieder geilere Techniken, ne? Können natürlich auch sein. Wird das stärkere vor allem. Etwas stärker als ein Herrscherhieb. Well, look who's in a bright and shiny mood. I see supplies and other signs people were living here. Even Zoogle cages.
Definitely looks like this Oh, is where Hamburger, the cool. remnants of Voron's forces hold themselves Ah, ein up. Hamburger. Yeah. They were hiding in a place like this all along. Ernsthaft? Jetzt eigentlich noch mal Bock auf den Burger, aber er hat gegessen noch einen Döner und irgendwie, der war jetzt nicht so lecker, warum auch immer, dass irgendwie was schief gegangen ist und nee. Bei mir ist oftmals so, wenn ich irgendwie etwas Fleischlastiges hatte, dann war das nicht ganz so lecker, aber ich irgendwie ein paar Tage keinen Bock mehr auf Fleisch. Easy peasy. Hahoo. Lemon Squeezy. Hey, new equipment! Hey, New Equipment! Ja, das kann man natürlich kurz checken. Das sowieso nicht. Ich glaube, es war sowieso für sie, oder? Ja. Wenig Stärkeres. Aktuell. Nur 4 Schionen, also ein bisschen Rüstung. Ja, was wir sehen. So. Ein bisschen Gelee muss sein. Aber ich habe eigentlich wieder zu viele Items mittlerweile. Ne, sondern ich auf 15 hoch, okay. Ist wie hart, dass man 15 und maximal 15 von einem Item haben kann. Warum auch immer, das ist seit Tales of Xillia so, also schon x Jahre. So, ich sehe immer noch keine Wohlranwachen. Ich sehe nur Therapiefäuste. Therapien, nicht Therapie. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man das anguckt, braucht er auch dringend eine Therapie. Lo ist ein bisschen sauer, wie es aussieht. Oh, den haben wir selten gesehen. Und das war's wieder einmal. Don't get careless. Mit den Therapiefäusten. Therapienfäuste. Das ist also verlockend, Therapien zu sagen. So. Was sagt die Map? Da geht's weiter. Aber noch ein bisschen. Naja. Wir haben noch genug. Keine Überraschung hier? Okay. Huch. Hä? Ah. Sag mal, helfen. So. Bienenfugköder. Oh. Angeln. Wir sind auch schon bei Folge 6. War jetzt noch in der zweiten Staffel. Von Tales of Arise. Falls es noch Leute gibt, die sich fragen, wieso eine zweite Staffel draus gemacht und der hat fortlaufend. Weil es irgendwie auch wegen Intro und so, weil es ein neues Intro gab nach der ersten Staffel. Und irgendwie fand ich auch den Zeitpunkt nicht passen. Oder warum? Deswegen ich mir so dachte, ja komm, wenn es irgendwie schon ein neues Intro gibt und ja irgendwie, es geht ja nicht mehr um die Anfangsmission vom Anfangsspiel oder der ersten Staffel quasi. Es geht ja eigentlich schon darum, uns einmal daran zu befreien, weil frei ist es ja. Jetzt haben wir eine andere Mission. Deswegen fand ich es irgendwie passend. Aber ja, hätte natürlich nicht sein müssen, ne? Geben Sie mir recht. Aber es ist das Schöne als YouTuber, beziehungsweise generell natürlich auch als Let's Player. Du kannst auch mal einfach mal so was Neues probieren. Sagt ja niemand was dagegen. So viel Lava. Jo. Die Abrissfäuste. Boom. So. Was da? Nö, okay. Rüstung? Ne, Wookie-Reifen, okay. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ein Krieger-Emblem. Was macht eine Wookie-Reife jetzt? Wertesteigerung nach Besiegen eines Gegners. Hä?
Und welche Werte? Growth. Wir haben hier relativ schwache Gegner, aber da kann ich es mal versuchen. Wir sind Glück, dauert das Gebiet nicht mehr allzu lange. How much do they have to steal from us to be satisfied? What's that thing's purpose anyway? Some kind of siphon that sends the astral energy the Lords harvested to Lenegis? Not as far as I'm aware. That said, it has become evident since the forming of the Renis Alma, as well as other recent events, that my insight may be thin. I would, as I believe the saying goes, take what I say with a grain of salt. Dohalim. At the very least, I believe we can assume that whoever is pulling the strings behind the scenes has had this in the works for quite some time. Why's that? The people on Lenegis may have plenty of resources at their disposal, but not even they could prepare something like that in a mere month. Something of that magnitude takes considerable time, as well as a predetermined goal in mind. Then what was the crown contest for? At this stage, I think it was but one step in the greater scheme we see unfolding before us. What that scheme is exactly, I haven't a clue. For now, I believe we should keep moving. The path continues. It's quite possible it will take us all the way to Cislodia. Agreed. Let's keep moving. Let's keep moving, moving, moving. So Shion's thorns are dark astral energy. Rinwell, are you worried about Shion? Of course I am. But I don't know how to talk to her about it. You and me both. Stand da gerade ernsthaft etwas von die roten Frauen? Mehr? Aha, weil wir natürlich an verschiedenen Orten welche gesehen hatten. Ne, das stimmt zwar schon, aber egal. Come to think of it, what happened to those 4 lights that fell from Lenegis along with the wedge? All 4 of them scattered in different directions. It's anyone's guess where on Dana they might have landed. I'm not entirely sure, but it seemed like those lights may have all been different elements of astral energy. So even though they're using the wedge to siphon off energy from Dana, they're shooting it back down to Dana as well? Why? I don't know. It all happened so suddenly. Hopefully it's not a sign of some new threat we'll have to deal with. But if that red woman has anything to do with the wedge, then what could that light... It's weird, isn't it? Oh? The Red Woman. Shion and Dohalim said they'd never seen her before Pelagian. Are you saying they're lying to us? No, it's not that I think they're lying, just... there has to be some reason for it, right? Well, one thing the two of them have in common is that they're both Renins. Okay, you two. Put a pin in it for now. I know that we're in the dark about a lot, but for now, let's focus on getting through these mountains. Yeah, of course. Stimmt, das ist schon ein bisschen seltsam. Könnt ihr euch vorstellen, dass die rote Frau irgendeine Macht hat im Sinn von dunkler Astralenergie, die sie offenbar beherrschen kann, dass sie damit halt auch das Gedächtnis von René beeinflussen kann. Das könnte es erklären. Deswegen sowohl Shione als auch Dohalim gar keine Ahnung mehr von ihr haben. Südlicher Wanderpfad, hä? Wo wir eigentlich schon mal waren und ich irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer hier wieder entlang gelatscht bin. Das Renas Alma. Angeblich aus den 5 Kernen, am Schluss waren es doch 6, ja super. Also müssen wir hier entlang, gut. Herrscher Volran Ignesiri. Ignesiri, egal. Frosttal. Okay, das heißt, wir kommen so nach Cislodia und gar nicht nach Kalaklia. Krass. Mal gucken, Freunde. Wir gehen ganz kurz da entlang und dann kümmern wir mich um die Viecher. Die mir schon wieder nachkommen. Goldstück! Ja, du bist auch ein Goldstück. So. Ein Fluchbrecher.
This one's mine. Not today! Oh, here, let me help. Look sharp. One more. We got flyers! I've got this! Don't let a marksman handle! Get toasty! Bird strike! Right, next one! Already on! So, soll die angeblich eine Wertesteigerung haben, wa? Blow them away! My turn! Take this! It's over! Where are you going? I'm on Hurricane, I'm ready! Storm! This far enough. Do it! Soaring light spear! Remember! Astral energy! Say no more! Hey, I'm pretty lucky. Erfahrung 11 für eine Wertung, gerade deswegen, dass ich darauf einen Bonus bekommen habe. Ich muss zugeben, dass auch diese, ja, Boni nach einem erfolgreichen Kampf selten mir so genau angeguckt habe. Da muss man dazugeben. Kann man schlecht vergleichen. Gut, ich kann wieder zurück switchen, das stimmt. Und Items, da kann ich sie vergleichen. Not today! In a bind. One more. Tiger blade. Now you see what I can do! Hurricane, here I go. One more. Swallow dance! Blow By the away! power of water. I'm not too Prepare to be seized, though fleet Here, of foot. let me help. Actually, perhaps bound is more appropriate. Less talking, more doing. Slap the shot! Ready! Do it. Look sharp! Lightning tiger blade! Und Bonusmann. There's more where that came from. Der Bonus müsste eigentlich wegen der... wegen... Ah, wie heißt das Ding schon wieder? Is this a joke? Die Leiste, die sich ja rechts vom Bildschirm füllt. Sogar aktuell irgendwie auf Stufe 3 oder so haben oder hatten. Careful, everyone. This one isn't normal. Kisara, Commander of Heaven. Phoenix Cyclone. Und diese Rate erhöht, je mehr Gegner wir einander besiegen. Nach einer gewissen Zeit. I thought you more defensively minded. Defense via threat elimination. So the best defense is a good offense. Do it. Kisara, Commander of Heaven. Phoenix Cyclone. Das war's. Nice. No scratches on my shield or my armor. Perfekt. So lobe ich mir das, Freunde. So lobe ich mir das. So. Wie es aussieht, bis jetzt wirklich nicht so eine große Strecke. All of a sudden after we passed the peak. Law. Yeah, we're getting close. Ja, wir sind aber bald wieder in Süßlodia. Dem eisigen Gebiet. Weil ich hoffe, dass es doch nicht mehr so kalt ist mittlerweile. Oder nicht mehr so wie damals, sag ich jetzt mal so. Why'd you heal me? To stop you dying? Look sharp! Lightning Tiger Blade. Und der erste Streich. Folgt sogleich. Ups, da war zu langsam. Don't mind if I do. Hurricane strike. This one's mine. Burning strike! Grind it. Pound it! Grill it! The perfect burger. Was? Trank des Lebens. 24 Minuten. Wir sind gleich durch. Ich bin auch gleich durch. Ja, so. Hallo? Na jetzt. Wumsel und Killerstatue. The flaming cycling yearns to be let free. Going in. They may look cute and stuff, but they're big. Do it. Law, I'll stop your movement. And I'll stop your life. Und der erste Streich. Folgt sogleich. War schon wieder down. Ready and away! Now you see what I can do! Raining slash! This one's mine. Make it rain! Just getting started! Go for it. Prepare to crumble! Hey, Poodle's quivering. I think we're about to be real lucky. Ich glaube auch.
choice. Do you require a hand? Look sharp. Here's a healing assault. First aid. Can't get out of this! Pesky airborne scoundrels! Sounds like a job for yours truly. Art expert coming through. Charge on astral energy. Full throttle. Did you see? Sure did. Das geht. Where you swung Hallo? wrist, right? Not that part. So. Da werden wir gleich da vorne eventuell unseren letzten Kampf für heute haben. Wir werden da nochmal ganz kurz was checken. Und zwar Stichemblem. Ja, mal etwas, war. Kriegemblem gibt ja wesentlich mehr Angriff. Mit auch Dringung und Verteidigung mehr. Jetzt aber die Boni jetzt trotzdem noch kriegen. Wie wir bis jetzt eben gerade hatten. Das will ich mal gucken. I never miss. Commander of Heaven. Phoenix Cyclone! Alter. Das war sogar für mich ein bisschen zu viel Licht da. Don't let up until it's over. Leave the ensnaring to me. Der Faustschlag hat gesessen, ey. Let's keep our eyes on the prize. Let's keep moving, moving, moving. The design of this equipment is really interesting. You must. Für wen war es jetzt? Ich glaube. Offensiver. Saphirschutz. Jo! Sehr Really schön. like it, Alphen. Mist, jetzt habe ich gar nicht geguckt wegen dem Bonus. Ah, nein! Nein, nein, nein! Frosttal. Jo, Freunde, aber hier werden uns Lode rauskommen und wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Ob vielleicht eher jetzt ein paar Sidequests anstehen oder was auch immer. Das will jetzt mehr erfahren in der nächsten Folge zurück bei Tales of Arise. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.